Hallo zu dieser neuen Analyse eines legendären Gebäudes aus Forge of Empires. Ihr habt euch in der letzten Umfrage auf dem Community-Tab meines Kanals ziemlich eindeutig für den Weltraumfrachter entschieden. Danke wieder für eure Teilnahme und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weitere Umfrage mehr verpassen wollt. Wir gehen wie folgt vor. Erst schauen wir uns die allgemeinen Daten rund um das Gebäude an, bevor wir kurz auf die Kosten für die Förderung und den Vergleich dieser mit der Burg Himeji schauen. Anschließend erkläre und analysiere ich den ersten Effekt, orbitaler Transfer, und welche Auswirkung dieser auf das Vorankommen in den Zeitaltern hat. Darauf folgt die Erklärung und Analyse des zweiten Effektes, diplomatische Geschenke. Dabei gehe ich auf die Amortisation des Frachters und den Vergleich aller Produktionen mit alternativen Gebäuden ein. Und es endet natürlich mit dem Fazit. Alle Timecodes findet ihr in der Videobeschreibung, um mit einem Klick direkt an die Stellen zu springen. Der Weltraumfrachter ist das aktuell neueste legendäre Gebäude im Spiel und auch das einzige aus dem letzten Zeitalter Raumfahrt-Asteroidengürtel. Seine Fläche beträgt 7×4 Felder und die Kosten sind mit insgesamt 3750 Gütern so hoch wie bei keinem anderen Gebäude. Dafür gibt es aber auch zwei komplett neue Effekte. Der orbitale Transfer produziert bis inklusive der Zukunft eine verachtenswerte Menge Medaillen. Um genau zu sein, sogar noch weniger als das Kolosseum. So erschreckend das es klingt, aber umso hilfreicher wird dieser Effekt ab der arktischen Zukunft. Dort wird nun nämlich die gleiche Menge Spezialgüter produziert, also Promethium, Orichalcum, Marsgüter oder Asteroideneis, halt je nach Zeitalter. Da diese Güter bislang nur über spezielle Quellen wie die Häfen oder die Weltkarte erlangt und nicht gegen andere Güter auf dem Marktplatz getauscht werden konnten, haben sie die Forschung enorm verlangsamt und waren somit eine Art Richtwert für den Fortschritt in diesen Zeitaltern. Inwieweit die Produktion des Frachters jedoch dabei unterstützen kann, schauen wir uns gleich an. Der zweite Effekt sind die diplomatischen Geschenke. Dieser ist bis auf eine Ausnahme absolut identisch zum Effekt Kriegsbeute der Burg Himeji. Die Abweichung liegt darin, dass man statt eines Kriegsbeute-Auswahl-Kits, wo man sich zwischen Agenten, einem Agentenversteck und einem Schrumpfkit für dieses entscheiden kann, hier ein diplomatisches Geschenkekit erhält. Bei diesem kann man sich stattdessen zwischen einem Renovierungskit, einem Wunschbrunnen und einem Schrumpfkit für einen solchen entscheiden. Alle anderen Gewinne und Chancen auf diese sind wie gesagt exakt identisch zur Kriegsbeute der Burg und können im offiziellen sowie englischen Fandom-Wiki nachgelesen werden. Allerdings gehen wir darauf auch später nochmal ein. Zu den Kosten in der Förderung. An der Stelle natürlich auch wieder ein großes Danke an Wayno, der auch zu diesem Gebäude wieder ganz fix alle Daten zusammengestellt und viele der folgenden Diagramme erstellt hat. Auf seinem Kanal findet ihr englischsprachige Analysen. Da der Frachter aus dem neuesten Zeitalter ist, hat er auch die größten Kosten. So liegen die Gesamtkosten bei einer 1,9er Förderung bis Stufe 80 bei 52.778 Forge-Punkten, was 2.374 Forge-Punkte mehr sind als die Gebäude aus dem Mars-Zeitalter. Gut erkennen kann man das auch an dem Anstieg der günstigsten Stufe 42 des Weltraumfrachters, welche mit 346 Forge-Punkten alleine 18 Forge-Punkte teurer ist als die günstigste Stufe der Mars-Gebäude. In diesem Diagramm seht ihr einen direkten Vergleich der gesamten Kosten des Frachters, der Burg Himeji und zur Orientierung auch des günstigsten aller Gebäude, dem Innovation Tower. Und wenn man die Spanne der Kosten zwischen Frachter und Innovation Tower sieht, wirken die 3342 Forge-Punkte auf Stufe 80 zur Burg auch gar nicht so krass. Auf Stufe 58, einem der Kernlevel beider Gebäude, liegt der Unterschied übrigens nur bei 1821 Forge-Punkten. Das ist übrigens auch das letzte Kernlevel, was man den meisten Spielern noch empfehlen kann. Danach werden die Kosten bis zum nächsten Kernlevel auf Stufe 91 für die allermeisten viel zu hoch oder zumindest nicht mehr rentabel. Soviel zu den allgemeinen Kosten, dann nochmal zurück zum orbitalen Transfer. Und dort betrachten wir nur die Zeitalter bis inklusive der Zukunft, also wenn der Weltraumfrachter Medaillen produziert. In diesem direkten Vergleich mit dem Kolosseum seht ihr nun, dass der Frachter tatsächlich sogar deutlich weniger Medaillen produziert. Und das ist nur das Kolosseum. Nehmen wir die anderen Gebäude noch mit dazu, die Medaillen produzieren, so verschmilzt der Frachter beinahe mit der X-Achse. Ich denke, dazu muss ich nichts weiter sagen.
Doch interessant ist der Effekt ja auch eigentlich erst ab der arktischen Zukunft, wenn Spezialgüter produziert werden. Vergleichbar ist er dann zwar nicht mehr, weil es schlichtweg kein anderes Gebäude gibt, das diese Güter produziert, doch wir können uns die Werte natürlich trotzdem mal in Bezug auf die Kosten anschauen und was für eine Bedeutung sie als zusätzliche Einnahmequelle neben den Häfen und der Weltkarte machen. In diesem Diagramm seht ihr nun erstmal, wie viele Spezialgüter ihr auf jedem Level produziert. Da ich gelegentlich gefragt werde, ob ich nicht eine Liste mit den exakten Zahlen in die Kommentare schreiben könnte, nein. Diese findet ihr bis Stufe 80, neben einigen anderen allgemeinen Infos, im offiziellen deutschen Wiki. Noch mehr Level und weitere tiefergreifende Informationen findet ihr im englischen Fandom-Wiki. Es bringt aber niemandem etwas, wenn ich gut aufgeführte Werte hier schlecht formatiert reinkopiere. Links dazu aber natürlich in der Videobeschreibung. Zurück zum Diagramm. Das hier sind die absoluten Angaben. Das Problem dabei ist, dass sie je nach Zeitalter variieren. Das kommt daher, dass dieser Effekt ein zufälliges Spezialgut produziert. Seid ihr in der arktischen Zukunft, kann das nur Promethium sein. In der ozeanischen Zukunft allerdings bereits Orichalcum oder Promethium. Welches dieser beiden Güter ihr erhaltet, ist Zufall. Die Chance steht also jeden Tag bei 50-50. Durchschnittlich erhaltet ihr also von dem Spezialgut eures aktuellen Zeitalters nur noch halb so viel. In der virtuellen Zukunft gibt es kein Spezialgut, hier bleibt es bei Orichalcum und Promethium. In Raumfahrt Mars dagegen kommt Marserz dazu, weshalb die Chance nur noch bei 1/3 steht. Ihr erhaltet also durchschnittlich nur noch 33% von der im Gebäude aufgeführten Angabe an Spezialgütern wirklich täglich aus eurem aktuellen Zeitalter. In Raumfahrt Asteroidengürtel sind es dann bereits nur noch 25%, also 1/4. Wie gesagt, ihr erhaltet nicht wirklich weniger Güter, nur durchschnittlich weniger aus dem aktuellen Zeitalter, weil auch die Chance auf Spezialgüter aus vergangenen Zeitaltern besteht. Das müssen wir beachten, wenn wir gleich ausrechnen wollen, welchen Einfluss der Weltraumfrachter auf das Vorankommen in den einzelnen Zeitaltern hat. Beginnen wir mit der arktischen Zukunft. Für die gesamte Forschung benötigt ihr hier 3940 Promethium. Erlangen könnt ihr dies über den arktischen Hafen, indem ihr Schiffe losschickt. Mindestens bringt euch das 50 Promethium pro Tour. Eine Tour dauert 24 Stunden. Allerdings sind das die Basiswerte, die durch Hafen-Upgrades und auswählbare Crewmember erhöht bzw. verschnellert werden können. Zusätzlich steigen auch noch die Level der Crewmember und der Zustand eures Schiffes sinkt, was alles Auswirkungen auf diese beiden Faktoren hat. Ein genauer Durchschnittswert für Promethium pro Tag kann also nicht ermittelt werden. Aus eigener Erfahrung ziehe ich deswegen 90 Promethium pro Tag als Durchschnitt ran. Wie gesagt, das hängt an super vielen Faktoren, nicht zuletzt eurer eigenen Aktivität im Spiel. Mit der Durchschnittsproduktion kommt man dann ziemlich einfach auf die ungefähren Tage, die man ohne Frachter braucht, um das gesamte Promethium für die Forschung zu sammeln. Wir gehen natürlich davon aus, dass ihr das Promethium auch ausschließlich für die Forschung verwendet und nicht noch zusätzlich für Verhandlungen oder ähnliches. Und zusätzlich können wir jetzt noch davon ausgehen, dass ihr die arktische Zukunft bereits mit einem Weltraumfrachter auf einer bestimmten Stufe betretet, der für euch dann während eures gesamten Aufenthaltes zusätzlich Promethium produziert. Das würde euch einige Tage sparen. Um genau zu sein, würde ein Frachter Stufe 1 bereits dafür sorgen, dass ihr euch etwa 4 Tage spart. Stufe 10 spart euch sogar etwa 10 Tage und Stufe 80 ganze 20 Tage, wodurch ihr nur etwa halb so lange für die Produktion des Promethium brauchen würdet als ohne Frachter. Da es für diese Berechnung allerdings tatsächlich noch nirgendwo online eine Übersicht gibt und sie vor allem gleich noch etwas umfangreicher und komplizierter werden, habe ich euch auf meiner Webseite einen Teilbereich eingerichtet, wo ihr die Auswirkungen des Weltraumfrachters in den unterschiedlichen Zeitaltern für jedes einzelne Level dargestellt bekommt. Außerdem könnt ihr als Eingaben auch eure ganz eigenen Voraussetzungen wählen, was das Ganze deutlich individueller und passender für jeden einzelnen von euch macht. Einen Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Fast 50% schneller klingt natürlich erstmal ziemlich verlockend, doch vergesst nicht, dass der Frachter ab der ozeanischen Zukunft dann nur noch halb so viel vom aktuellen Spezialgut produziert. Für die ozeanische Zukunft braucht ihr dann insgesamt 6840 Promethium und 8590 Orichalcum. Natürlich könntet ihr auch bereits während eures Aufenthaltes in der arktischen Zukunft schon Promethium auf Vorrat produzieren, sodass ihr nicht mehr so viel in der ozeanischen sammeln müsst, doch ich gehe trotzdem davon aus, dass ihr immer mit einem leeren Lager in das neue Zeitalter geht.
Wegen einer erfahreneren Crew setze ich die Durchschnittsproduktion von Promethium in der ozeanischen Zukunft nun auf 100 pro Tag hoch und gehe für Orichalcum wieder von durchschnittlichen 90 pro Tag aus. Dann kommen wir ohne Frachter auf ungefähr 69 Tage für das Promethium und 96 Tage für das Orichalcum. Das bedeutet, wir können Promethium in den folgenden Überlegungen weglassen, da alles mit dem Orichalcum steht oder fällt. Hier spart euch ein Frachter Stufe 1 etwa 5 Tage, Stufe 10 etwa 12 Tage und Stufe 80 etwa 18 Tage. Das sind natürlich ziemlich ähnliche Werte wie in der arktischen Zukunft, allerdings braucht ihr grundsätzlich ja auch schon mehr als doppelt so lange. Ihr spart euch prozentual hier also nicht mehr fast 50% wie in der arktischen Zukunft, sondern nur knapp 30% der Zeit. In der virtuellen Zukunft verändert sich da auch nicht viel dran, weil es ja auch kein weiteres Spezialgut gibt. Ich habe lediglich die Durchschnittsproduktion für Orichalcum nun auch auf 100 pro Tag erhöht, wodurch ihr ziemlich gleich lange für die beiden Spezialgüter braucht. 20 bis 22 Tage ohne Frachter und 15 bis 16 Tage mit einem Frachter Stufe 80. In Raumfahrt Mars wird's dann allerdings kompliziert. Hier produziert ihr die Spezialgüter nicht mehr über Häfen, wo ihr einfach täglich ein Schiff losschickt, was euch eine bestimmte Menge Marserz bringt, sondern ihr produziert das Erz über bestimmte Sektoren auf der Weltkarte. Diese müsst ihr aber natürlich erstmal erkunden. Theoretisch könnt ihr das natürlich auch bereits in der virtuellen Zukunft machen, zumindest so weit wie ihr kommt. Allerdings gehe ich trotzdem wieder davon aus, dass ihr sozusagen auf Null in das entsprechende Zeitalter kommt. Ihr erkundet den ersten Sektor also erst an dem Tag, wo ihr den Mars betreten habt. Für den Speer habe ich dann eine durchschnittliche Erkundungsdauer von 30 Stunden für jeden Sektor angesetzt und mich an die Reihe der Sektoren im englischen Fandom Wiki gehalten. Des Weiteren gehe ich davon aus, dass ihr jeden Sektor, den ihr bereits erkundet habt, dann auch einmal täglich erntet. Unter den Voraussetzungen kann man relativ gut eine ungefähre Tagesproduktion von Erz ermitteln, die eben immer mit der Erkundung eines neuen Erzsektors schlagartig ansteigt. Ohne Frachter hättet ihr somit nach ungefähr 29 Tagen das nötige 3500 Erz für die Forschung zusammen. Für den Frachter muss man nun beachten, dass nur noch durchschnittlich jede dritte Produktion Marserz ist. Dann kommt man darauf, dass ihr mit einem Frachter zwischen Stufe 1 und Stufe 18 einen Tag spart, zwischen Stufe 19 und 54 2 Tage und zwischen Stufe 55 und 80 3 Tage. Nach demselben Prinzip, mit denselben Voraussetzungen, kann man auch an den Asteroidengürtel rangehen. Ohne Frachter bräuchte man hier für die 11.000 Asteroiden-Eis etwa 57 Tage. Mit einem Frachter zwischen Stufe 1 und 3 verändert sich diese Zeit nicht. Mit Stufe 4 bis 29 spart ihr dann einen Tag und mit Stufe 30 bis 80 2 Tage. Das liegt insbesondere daran, dass nun nur noch durchschnittlich jede vierte Ernte Asteroideneis ist. Im Gürtel habt ihr beispielsweise bereits ungefähr ab dem 44. Tag alle Provinzen freigeschaltet, wenn wir wieder von einer durchschnittlichen Erkundungsdauer von 30 Stunden ausgehen. Ab dem Tag sammelt ihr dann ungefähr 413,5 Eis täglich, wenn ihr alle Sektoren einmal täglich einsammelt. Bis zu diesem Zeitpunkt habt ihr mit einem Frachter Stufe 80 jedoch lediglich ca. 836 Eis gesammelt. In den gesamten 44 Tagen bis hierhin habt ihr also gerade mal doppelt so viel Eis gesammelt, wie ihr ab jetzt täglich produziert. Und durch den Frachter kommen auf Stufe 80 auch weiterhin nur durchschnittlich 19 Eis täglich dazu. Das ist gar nichts mehr im Vergleich zur normalen Produktion auf der Karte, also komplett vernachlässigbar. Im Fazit zum ersten Effekt, dem orbitalen Transfer, sieht man also, dass dieser nur für ganz bestimmte Zeitalter wirklich nützlich und angedacht ist. Die arktische und ozeanische Zukunft. Sowohl danach als auch davor ist er ziemlich irrelevant. Man könnte also die Annahme treffen, dass dieser Effekt sowieso von den Entwicklern nur dazu angedacht war, Spieler, die erst jetzt in diese riesigen Zeitalter arktische und ozeanische Zukunft aufsteigen, zu unterstützen und die monatelange Produktionszeit zu verkürzen. Spieler, die allerdings jetzt schon in den höchsten Zeitaltern sind und direkt in den Gürtel gehen können, sollen gar nicht mehr großartig von dem Effekt profitieren. Wäre ja auch blöd, ein neues Zeitalter zu veröffentlichen und direkt dazu ein Gebäude zu liefern, was die Forschungsdauer in diesem Zeitalter drastisch verkürzt. Das wäre ja wie jemandem zu sagen, er solle einen See durchschwimmen und ihm dann den Schlüssel zu dem Motorboot 20 Meter weiter in die Hand zu drücken.
Doch der Weltraumfrachter bietet ja auch noch einen zweiten, äußerst attraktiven Effekt, den wir auch schon von der Boki-Meiji kennen, zumindest was die Gewinne angeht. Die diplomatischen Geschenke geben nach jeder Ernte für eine bestimmte Anzahl an Verhandlungen bei erfolgreichem Abschluss die Chance auf einen zufälligen Preis. Auf Stufe 10 sind das beispielsweise 5 mal 25%. Das bedeutet, dass ihr bei den ersten 5 erfolgreichen Verhandlungen jeweils eine 25%ige Chance habt, einen Preis zu erhalten. Dabei zählen nur erfolgreiche Verhandlungen. Verliert ihr, wird keine Chance abgezogen. Chancen steigen mit jeder neuen Stufe, während die Anzahl an Chancen nur auf den Stufen 5, 16, 28, 41, 58 und 91 ansteigt. Dafür treiben diese Kernlevel die durchschnittlichen Gewinne pro Tag ordentlich hoch, weshalb dies hier auch die konkrete Empfehlung zum Fördern ist. Habt ihr ein Kernlevel erreicht, werden die durchschnittlichen Gewinne pro Tag bis zum nächsten Kernlevel nur minimal zunehmen, da nur die Prozente weiter leicht steigen und dann schlagartig mit einer Stufe hochschießen, weil eine neue Chance dazu gekommen ist und dann wieder lange nur langsam zunehmen. Die möglichen Gewinne sind 50, 125, 250 oder 500 Güter, 10, 50 oder 200 Forge-Punkte, 5 oder 10 Agenten, 50 Diamanten oder ein diplomatisches Geschenkekit mit den hier aufgeführten Chancen, die ihr auch im offiziellen Wiki nachlesen könnt. Im diplomatischen Geschenkekit könnt ihr euch dann wie gesagt selbst zwischen einem Wunschbrunnen, dessen Schrumpfkit oder einem Renovierungskit entscheiden. Hier seht ihr nun, wie viele Güter ihr durchschnittlich täglich bei entsprechender Investition von Forge-Punkten bei allen Gebäuden bekommt, die Güter produzieren. Dabei handelt es sich im Gegensatz zu vielen anderen legendären Gebäuden, die direkt Güter produzieren, beim Frachter auch nach der Moderne weiterhin um aktuelle Güter aus eurem Zeitalter. Somit zählt der Frachter nach der Moderne tatsächlich zu einem der besten Gebäude und ist bei bestimmten Investitionen sogar auf Platz 2. Logischerweise immer hinter der Boki-Meiji. Das ergibt sich halt daraus, dass die Burg dieselben Effekte bei geringeren Kosten bietet. Den Anblick werden wir also auch noch auf den folgenden Diagramm haben. Vor der Moderne sind die legendären Gebäude mit einer normalen Güterproduktion deutlich effizienter, da ihre Produktion nicht erst hochgetauscht werden müssen. Damit überholen sie zwar zeitweise den Frachter und die Burg, ändern aber nichts daran, dass die beiden weiterhin teilweise die besten Güterproduzenten sind und auch im Durchschnitt sehr gut abschneiden. Was man nicht vergessen darf, ist aber natürlich auch, dass man für diesen Effekt des Frachters auch erstmal Güter investieren muss. Denn eine Gewinnchance hat man erst bei erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen, die halt im Normalfall auch ein paar Güter kosten. Allerdings kann das zwischen 0 und so ziemlich unbezahlbar tendieren, da man die Kosten beispielsweise mit den Gildengefechten ja nach Wunsch in die Höhe treiben kann. Hier zählt also möglichst am Anfang des Tages mit geringer Zermürbung zu handeln. Im Optimalfall die ersten Begegnungen der Gildenexpedition Stufe 1, die noch nicht mal Güter kosten. Das Problem ist, dass man nicht simpel einen Durchschnittswert für Güterkosten bei Verhandlungen errechnen kann. Wie gesagt, es gibt ja sogar Verhandlungen ohne Güter und dann kommt es darauf an, wo man wann welche Verhandlung abschließt. Am einfachsten ist es also, einen Pauschalbetrag von ein paar Gütern pro Verhandlung festzulegen. Irgendwo zwischen 3 und 10 sollte ein realistischer Wert liegen, weshalb ich mich einfach für 6 entschieden habe. Hier seht ihr nun das Ergebnis, wenn man entsprechend den möglichen Verhandlungen Güter von den Tagespreisen abzieht. Eigentlich ist der Graph aber nur etwas flacher und bei den ersten Stufen muss man natürlich etwas draufzahlen. Sonderlich viel hat sich aber nicht verändert. Des Weiteren könnt ihr auch 5 oder 10 Agenten erhalten. Im Unterschied zu Boki-Meiji stehen jedoch keine weiteren im Selection Kit zur Auswahl, weshalb die Produktion bei höheren Kosten noch etwas niedriger ist. Wobei, ehrlich gesagt, 5 oder 6 Agenten pro Tag bei einer Investition von 30.000 Forge-Punkten auch nicht wirklich einen Unterschied machen. Dann baut lieber ein Agentenversteck und das Alcatraz. Dort kriegt ihr bis zu 70 Agenten bei der gleichen Investition. Wie viele Diamanten ihr pro Jahr auf jeder Stufe produziert, seht ihr nun in diesem Diagramm. Das sind auf Stufe 80 beispielsweise etwa 797 Diamanten pro Jahr. Das erhaltet ihr mit etwas Glück, allerdings auch in 2 Wochen Gildenexpedition Stufe 4. Zur Vollständigkeit hier auch nochmal der Vergleich zu Boki-Meiji, wo man sieht, dass man beim Frachter einfach immer etwas mehr für den gleichen Output investieren muss. So verhält es sich ja mit allen Preisen. Da die Chance auf ein diplomatisches Geschenkekit genauso groß ist wie auf Diamanten, erhaltet ihr diese etwa gleich selten.
Selbst auf Stufe 80 wären das lediglich 16 Kits pro Jahr. Und abschließend zu den Effekten dann noch die Forge-Punkte. Auf dem Kernlevel 58 produziert der Frachter ca. 76 Forge-Punkte pro Tag. Selbst das Cape Canaveral, was als bester Produzent für Forge-Punkte gilt, produziert auf derselben Stufe 18 Forge-Punkte weniger. Klingt gut, ist aber eigentlich nur ein Beispiel dafür, dass man sich eben nicht rein auf die Produktion pro Level verlassen sollte. Betrachtet man nämlich die Kosten mit einer 1,9er Archenförderung, so erkennt man schnell, dass der Frachter natürlich die meiste Zeit deutlich schlechter ist als das Cape Canaveral. Aber bis zu einer Investition von ungefähr 12.000 Forge-Punkten, was dem Frachter Stufe 20 entspricht, sind er und die Bokimeiji tatsächlich noch die besten Produzenten. Das bedeutet vor allem, dass der Frachter bis genau Stufe 23 und auch auf seinem nächsten Kernlevel Stufe 28 sogar eine geringere Amortisation hat als das Cape. Geht es euch also um eine möglichst schnelle Rentabilität eurer Gebäude und ihr steht vor der Wahl, welches Forge-Punkt produzierende Gebäude ihr als erstes bauen sollt, wäre es tatsächlich keine schlechte Wahl vor dem Cape, den Weltraumfrachter zu bauen und direkt auf Stufe 28 zu fördern. Wenn ihr diesen dann dort erstmal stehen lasst, hätte er sich in nur 349 Tagen, also einem knappen Jahr, amortisiert. Währenddessen produziert er sogar noch fleißig andere Sachen wie Güter für euch. Wobei man immer im Hinterkopf behalten sollte, dass dem Frachter definitiv die Bokimeiji vorgezogen werden sollte. Sind halt die gleichen Gewinne bei etwas niedrigeren Kosten. Dementsprechend auch einer etwas niedrigeren Amortisation, von beispielsweise nur 324 Tagen auf Stufe 28. Seid ihr dann beispielsweise in der Situation, dass ihr den Frachter auf Stufe 28 gefördert und die 349 Tage nicht angefasst habt, dann seid ihr sozusagen auf Null. Das bedeutet, die Forge-Punkt-Produktion, die ihr mit euren bisherigen Investitionen erlangt habt, hat sich bereits selbst amortisiert und wird auch fortan nur noch Gewinn bringen. Investiert ihr nun weitere Forge-Punkte, um den Frachter beispielsweise auf das nächste Kernlevel zu bringen, so werden eure neu investierten Forge-Punkte nur noch von der auch neu dazugewonnenen Produktion amortisiert. In der Praxis heißt das, eure Produktion von 46 Forge-Punkten täglich auf Stufe 28 hat die Investition von 16.054 Forge-Punkten für dieses Level bereits amortisiert. Bringt ihr den Frachter nun mit 5.292 Forge-Punkten auf das nächste Kernlevel 41, so steigt eure tägliche Produktion um 15 Forge-Punkte auf 61 Forge-Punkte täglich. Eure neue Investition wird jetzt allerdings auch nur von den neu dazugewonnenen 15 Forge-Punkten langsam amortisiert. Das könnt ihr euch wie ein neues Gebäude vorstellen, was ihr eben mit diesen Forge-Punkten errichtet habt und dessen Produktion diese eben langsam abarbeiten. Das sorgt allerdings dafür, dass alleine diese Investition nochmal ungefähr so lange für seine Amortisation brauchen würde, wie bereits die vorherige. Auf Stufe 41 müsstet ihr also nochmal 353 Tage warten, bis auch die neuen 15 Forge-Punkte Gewinn bringen. Und interessanterweise ist das auch ziemlich genau der gleiche Zeitraum, als wenn ihr den Frachter einfach direkt von Stufe 0 auf Stufe 41 gebracht hättet. Nur, dass ihr dann nur einmalig hättet warten müssen. Ihr seht, dieses ganze Amortisationsding kann schnell sehr kompliziert und unterschiedlich ausgelegt werden. Außerdem müsste das jeder für seinen persönlichen Förderstil und seine Fördergeschwindigkeit selbst errechnen. Das kann sogar so weit gehen, dass man die Tage bis zur Amortisation auf einzelne Level runterbricht, was allerdings dazu führt, dass die meisten Stufen auf einmal Amortisation von mehreren tausend Tagen haben, während die Kernlevel in einem Monat abgearbeitet sind. Wie gesagt, ein sehr individuelles Gebiet, soll also nur zur Orientierung dienen. Endlich zum Fazit. Letztendlich kann man sagen, dass der Weltraumfrachter in den meisten Zeitaltern einfach eine noch teurere Bokimeiji ist, nur ohne die fantastische Vorratsproduktion in niedrigen Zeitaltern. Habt ihr diese also noch nicht gebaut oder so hoch gefördert, wie ihr den Frachter fördern wollt, dann immer die Burg vorziehen. Einzige Ausnahme dazu ist, wenn ihr zeitnah plant, in die arktische oder ozeanische Zukunft zu gehen. Habt ihr dort vorher den Frachter errichtet, kann sich eure Aufenthaltsdauer deutlich verkürzen. Was euch allerdings auch nur was bringt, wenn ihr nicht vorhattet, lange in diesen Zeitaltern zu bleiben oder wenigstens schnell alle Forschung freizuschalten. In den Zeitaltern vor der arktischen Zukunft und ab dem Mars-Zeitalter bringt der orbitale Transfer allerdings im Prinzip so gut wie gar nichts.
Äußerst interessant sind aber natürlich die diplomatischen Geschenke. Der Frachter gehört dabei grundsätzlich zu einem der besten Produzenten von Gütern und Forge-Punkten. Wobei er allerdings grundsätzlich etwas schlechter ist als Ibuki Meiji, da dieser einfach den gleichen Effekt für etwas niedrigere Kosten bietet. Bei den Gütern ist der Frachter sogar signifikant schlechter, da man für den Erhalt von Geschenken ja erstmal Güter für die Verhandlung ausgeben muss. Dennoch kriegt er bereits nach wenigen Stufen diese Ausgaben selbst gestemmt und bietet sozusagen kostenlos, was zumindest die Güter angeht, auch die anderen Geschenke. Sowohl für Diamanten als auch für Agenten gibt es jedoch deutlich bessere und günstigere Alternativen, weshalb diese definitiv nicht als Totschlagargument für den Frachter verwendet werden sollten. Auch das diplomatische Geschenkekit ist eher ein nettes Feature als ein ernstzunehmender Gewinn, da dieses äußerst selten erhalten wird. Die Förderung sollte grundsätzlich von Kernlevel zu Kernlevel stattfinden, da sämtliche Gewinne zwischen diesen bedeutenden Stufen so gut wie nicht steigen. Erreicht werden kann durch die meisten Spieler Stufe 58. Ein weiteres Kernlevel existiert zwar auf Stufe 91, allerdings sind die Kosten bis dahin so extrem teuer, dass sich dies nur Spieler leisten können, die wirklich nicht mehr wissen, wohin mit ihren Forge-Punkten. Dann hoffe ich wirklich, auch dieses Video hat euch wieder gefallen und ihr abonniert diesen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Video, dann erstmal ciao.